In diesem Video zeige ich den ältesten Weinort Deutschlands. Wir sind an der Mosel in Neumagen-Thron. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Wer Neumagen kennenlernen und dabei etwas über dessen früheste Geschichte erfahren möchte, der hat hier die Möglichkeit, einen archäologischen Rundweg spazieren zu gehen. Der beste Startweg des Spaziergangs ist am Yachthafen an der Mosel. Hier finden sich ausreichend Parkplätze. Erste Station unseres Rundgangs ist der Ausoniusgarten. Ausonius war ein römischer Dichter aus dem 4. Jahrhundert, der besonders durch sein Mosellied Die Mosella in der Region in Erinnerung geblieben ist. Dieses Lied kann als die erste urkundliche Erwähnung Neumagens angesehen werden. Die schnelle Nahe hatte ich überschritten. Weiter kam ich auf einsamen Weg durch den öden Urwald und ohne, dass ich eine Spur von menschlicher Kultur erblickte, zieh ich vorbei an Denzen, das Wasser los, wo rings die Fluren dürsten, vorbei an den Tabernen, von einem ewigen Quell bewässert, vorbei an Feldern, die kürzlich sarmatischen Siedlern vermessen, und endlich erblick ich zuerst im belgischen Land Neumagen des seligen Konstantin erlauchte Feste. Reiner liegt hier die Luft auf den Feldern und Phöbus erschließt in heiterem Licht den prächtigen Himmel. Hier in einem kleinen, gemütlichen, parkähnlichen Garten findet man eine Statue von Ausonius, aber auch einige römische Steinmetzarbeiten. Zum Beispiel diese hier zu sehende Frisierszene. In einem bis in die letzten Kleinigkeiten dargestellten Korbsessel sieht man die Dame des Hauses sitzen. Sie ist in einem feinen Gewand gekleidet, das an griechische Vorbilder erinnert. Insgesamt 4 Dienerinnen richten der Herrin die Frisur. Dies wird von ihr aufmerksam in einem Spiegel verfolgt, zwar mit strengem Blick, aber auch sichtlichem Wohlgefallen. Der archäologische Rundweg führt durch Neumagen an vielen interessanten Abbildungen römischer Zeit vorbei, so zum Beispiel hier dem Mundschenk. Das Amt des Mundschenks war mit einer sehr hohen Verantwortung verbunden und mit einer sehr großen Vertrauensstellung. Der Herrscher vertraute dem Vorkoster sein Wohlergehen und seine Gesundheit an. Außerdem hatte der Mundschenk einen direkten Zugang zum Kaiser, besonders dann, wenn dieser in guter Stimmung und damit für Gefälligkeiten zugänglich war. Diese Vertrauensstellung führte bis ins Hochmittelalter zu einem sehr hohen Ansehen des Amtes. Hier sehen wir die Schulszene. Die Lehrer wurden wohl zunächst als private Hauslehrer vornehmer römischer Familien in deren Häuser geladen. Hieraus hat sich vermutlich später die Schule entwickelt. Ein Zwang zum Besuch solcher Schulen bestand aber nicht. Wir sind hier unterhalb der heutigen Kirche von Neumagen. Hier wird an die Vision des Kaisers Konstantin erinnert, denn hier auf dem Kronberg oberhalb von Neumagen hat der Kaiser Konstantin 312 nach Christus laut Überlieferung eine Vision Christi. Hier wurde ihm ein Sieg im Zeichen des Kreuzes über seinen Rivalen Kaiser Maxentius vorausgesagt. Seitdem führten seine Krieger das Christusmonogramm XP auf ihren Schildern und Fahnen. Und tatsächlich schlugen Konstantins Soldaten die eigentlich zahlenmäßig überlegenen Truppen seines Widersachers. Konstantin schrieb diesen Sieg dem neuen Christengott zu. Dies führte zum Toleranzedikt 313 nach Christus, das die Gleichstellung des Christentums mit allen anderen Religionen bestätigte. Hier sieht man die Peterskapelle in der Ortsmitte von Neumagen. Sie wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist damit eines der ältesten noch heute sichtbaren Gebäude von Neumagen. Hier stand früher auch das historische Rathaus, Spieles genannt. Noch heute heißt deswegen die Straße an dieser Stelle Spielesgasse. Hier sieht man den Nachbau des römischen Weinschiffs. Es ist ein Grabmal eines Winzers oder Weinhändlers und eines der berühmtesten Funde von Neumagen. Das Original befindet sich im Rheinischen Landesmuseum in Trier. In einer kleinen Gasse mitten im heutigen Ortskern findet man die Originalturmreste von Turm P. Er stammt aus der nördlichen Kastellmauer aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Oft waren hier Grabdenkmäler in den Fundamenten des Kastells verbaut. Und so sah das Kastell früher aus.
Neben diesem hübschen alten Haus entdeckt man auf der anderen Straßenseite das nächste römische Relief. Es zeigt ein großes Fuderfass mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern. Es ist sehr gewissenhaft ausgearbeitet worden. Man kann einen Kutscher mit seinem langen Kittel vorne auf dem Fass erkennen. Diese Art von Wagen werden in der Moselregion bis in die heutige Zeit genutzt. Hier findet man auch einen alten historischen Brunnen. Wie man der Inschrift ablesen kann, dieser Brunnen ist und verbleibt in der Gemeinde Neumarken, gezeichnet 1743. Hier sehen wir die Kirche St. Maria Himmelfahrt. Von unten hatten wir die Kirche bereits eben gesehen. Vor der Kirche erkennt man noch einen Portikus, einen Laubengang. Er führt zu einem hier an der Straße stehenden Gebäude. Die Mauer und die im Pflaster eingearbeiteten Steine stellen den Grundriss dieses Gebäudes dar. Die noch heute sichtbaren originalen römischen Sandsteinquader sowie die Metallkonstruktion deuten den Portikus an. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus der Eifel-Mosel-Region interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.